Gut, was passiert jetzt? Everyone, are you ready? A bitter weiß es war nicht. lies ahead. Our victory begins in each of your minds. So ignite the spirit of victory for me. May no further lives be lost, and no one else may to suffer the loss of their loved ones. Nun, jetzt wissen wir auf jeden Fall, welcher Clan was ist. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Groß und der Kleine. Stone engraved in echoing peaks. Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. Anointed with flames, she shone with the light of 1,000 stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. Oh Gott. Das zerstört gerade alles, oder? Mit dem Holz der Vergangenheit und dem Feuer der Gegenwart schreitet das Leben immer weiter voran. Für all unsere Taten werden wir uns vor dem Feuer verantworten müssen. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages, our moment has finally come. Wie groß der Typ ist, ey. We unite as one. Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! Nice. That is an outright scary level of power. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame. Endloses That's Respawn. right. Das konnte ich schon No more vorher. casualties. It's time to wipe the enemy off the face of the earth. And to reclaim our lost territory. Dies ist für all diejenigen, die ihr Leben für Natlan geopfert haben. Wir rücken aus. We'll come with you. Paimon, traveler. I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this counterattack might never have been possible. Probably best not to think about that. More importantly, how are you feeling now? Any So better? doof, dass Paimon bei sowas immer antwortet, ey. Das ist so eine emotionale Sache und dann Paimon,
am besten nicht drüber sprechen. Ne? Wie geht's dir? Not really. But now's not the time to deal with it. In the spirit of Geister VUCA, von VUCA. I have to rise above it. Übertreffen. The conflict and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger and make me the person Koichi believed I can be. Shuyu glaubte, dass ich sie sein kann. Nun, ich glaube an dich. Alright, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlan after we're through with them. Auch auf und davon. Keiner kämpft für sich allein. I will have order. This may hurt a little. Now you shall perish! For Natlan! Let the world collide! This is order. Boom! Gather. Illusion shattered! Wunderbar. Ich kann einfach das Tor zerstören und dann regelt sich das. Ooh, look at aerial support from Malika? How powerful she is now, it's borderline unfair. I will have order. Stabilize. Committed to memory. Use my power to destroy the Abyss tumors. Got it! Thanks for the backup! Oh, ist das sie? Dann schwimmen wir mal durch die Luft. Did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulani. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. Ach, der abscheuliche Abgrund, Knie nieder. Coming in way too high. Sorry, war nicht Is it schnell genug. possible to mute him? Welche Respektlosigkeit, ihr drei. Done. Thank you, Malika. Backup has arrived. All right, give him hell. Vengeance for Koichi. Share my knowledge. Order guide you. Und boom. Solidify. Wo ist der nächste? Ich sehe nicht. Ups. Ach, da, okay. Inazuma shines eternal. The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. Hab ich. Okay. Soll der Wiedergeburt aktiviert. Lässt sich passender hier Kraft der Wiedergeburt zu nennen oder so? Wegen dem ganzen Lichtspiel dann? Kachina, over here! I'll send you up, it'll be quicker! Oh, es ist wie ein Seelenpfad. Jetzt bin ich dran. Los, kleiner Wirbelwind. Okay, everyone's safe. Granny, please go on ahead with the others. I just need some more time, I promise. I won't hold things up. Oh, Roron! Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit! It's too dangerous. Also die Läuse kann ich ja doch irgendwo verstehen, aber Gemüse? Ist ja wie Haustiere, die würde ich auch retten, ne? Aber. Okay. Hey, you're back! That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to punch the whole army of monsters. Everyone, justice now off the table. So charge! Let's give them everything we've got.
Das ist jetzt Easy Mode on top of Easy Mode. The children of Echo's territory is secure. All monsters down. Ich habe mich um die Schwüsse des Abgrunds gekümmert. All good here at the people of the springs too. We crushed it. Seit wann können wir Hologramme machen? Seit Masters wann of the haben wir Night diese Wind are also Technologie? safe. Should I go support the Flower Feather clan? Things are still pretty rough over there. I'm already en route. Nicht nötig. No need. I just dealt with it. Already? But you were just at the stadium! Yeah, well, you have no idea how long I've been itching to bash some heads in. Hab deinen Spaß, du verdienst es. Oh! Ian-san, what should we do about the Collective of Plenty? Your home's a long ways away from the stadium. Oh, no need to worry. I just heard from Veresa. She says they're safe now. Convenient. Kriegen jetzt dann alle Regionen gesichert. Die Kräfte des Abgrunds werden schwächer. Yeah! Their only game plan was to outnumber us, and that ain't gonna work now that we have the Ode of Resurrection on our side! Moment, der Abgrund schickt eine große Einheit in Richtung der Arena. Ich vermute, sie haben erkannt, dass die Ode der Aufstellung das Blatt gewendet hat. Sie werden nun versuchen, das heilige Feuer zu zerstören. We ain't gonna let them get away with that. Friends, let's gather at the stadium. More abyss tumors have descended, all near the stadium. Let's split up and take them out. Oh, we need someone to guard the main entrance. Ah, überlass das mir. All right, this is the final battle. Go Force! There is no escape! Zum Glück machen diesen scheiß Schild weg. Das wird echt. Stabilize! Und wäre es ein echt Now you Energie. shall This is order! Gather! I see everything! torn to oblivion! Grow, grow, grow! This may turn a little. Yeah. Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Das wäre so ein unangenehmer Kampf, wenn das nicht weggemacht werden This würde. is order! Mabulka. Solidify! Committed to memory. Shower me with praise. Let my name echo in song. I see everything. Now you shall perish! There is no escape! This may turn a little. Stabilize! Let the world collide. Endlich Committed to dürfen wir. memory. Das hat Spaß gemacht. Ich liebe es, wenn uns einfach Wellen entgegengehauen werden. Das macht am meisten Spaß. Da ist der Fallschirm. Das haben wir endlich mal richtig gesehen, was? Und was man dahinter gesehen hat, sah nicht hübsch aus. Aber ist scheinbar wieder weg, ne? Es wurde nur ganz kurz gebrochen. Der falsche Himmel. Cool! Ich hätte mich zwar gefreut, wenn das weitergeführt worden wäre in der nächsten, aber scheinbar haben wir erstmal gewonnen. We won! We won!
So einfach wird es nicht enden. So viel ist sicher. Überraschend übrigens, wie tief der falsche Himmel sitzt. Ne? Dass das bisher noch niemand quasi erreicht hat, ist überraschend. Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. Ja, We emerge victorious das war auf from jeden Fall die another beste crisis to Natlan-Quest. declare our Ohne Frage. beloved Natlan is saved. Die ersten 3 haben sich echt Zeit gelassen mit der Qualität, fand ich. I Also es must gab caution gute that Stellen this in den war is ersten not yet 2. over. Die dritte We have war not echt destroyed our lahm. enemy, merely Aber- driven them further into the depths of the Night Kingdom. Das war auf But jeden the Fall ein Abyss Highlight. underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Oh, man. So ist das. Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. I'm sure you're all will still sicher wieder fired alle up, immer noch Feuer and und you Flamme must be sein. eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all of us. It's kind of a shame that we can't join in with a final showdown. Please, look at the Schaut auf bigger das ganze picture. große Ganze. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. Tonight, we should celebrate to our heart's content. I guess if our lives are no longer at risk, things can basically go back to normal, right? Ich würde nicht so weit gehen. That's good enough for me. Beats Ich finde schön, having wie monsters Capitano in der everywhere. Ecke sitzt und sich die ganze Sache einfach anguckt. When the time Da comes, steht, besser I will gesagt. gather everyone here again. Das ist wahrscheinlich Die Kämpfe, hätten wahrscheinlich interessanter ausgesehen, wenn die restlichen 11 da mitgemischt hätten. Ja, bestimmt. Aber kommt bestimmt noch. Let us Es wird also remember hundertprozentig those who noch gave their lives fighting for our Finale nation. geben und so. Aber darüber können wir gleich reden, wenn Abschluss ist, okay? Once the Ich denk last mal nämlich, dregs of gleich the ist abyss are vorbei. wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. Ich hab schon mit ihr geredet Never und record the many who Bist schon we komplett lost. durch? But no hero of fertig ist es noch Natlan nicht. should be Ich sollte forgotten. würde ich mit den anderen nicht reden, müsste ich mich weiter unterhalten oder im Zimmer gehen und mich ausruhen. Okay, wir werden sehen, wie weit es denn noch If weitergeht. I may, Aber wartet doch. let's have a moment Ja, of klar. silence for Nee, the ich stehe fallen. ja gerade vor dem Bett, da würde ich mich ausruhen sollen, mit den anderen habe Okay, ich ja schon ich sag gequatscht. dir Bescheid, wenn ich soweit bin, ne? Jo. Jetzt macht Sinn, dass Kilich nicht vertont ist, jetzt wo die Schweigeminute kommt. Gute Arbeit, Synchronsprecher. Ich brauche einen Schluck von meinem Saft. Hust, hust. Ganz klar Apfelsaft. Weiß ja Lastly, jeder. there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need. And that is the captain. Speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Yay. Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. Wuhu! Ich muss zugeben, das war ein Highlight. Der Endkampf war echt spaßig, fand ich. Aber wir reden mal über die ganze Sache, wenn es vorbei ist, okay? Okay, du bist ein echter Glückspilz. Keine Ahnung, wie du noch am Leben bist. Ich habe im Moment nicht die Nerven dafür. Pass lieber auf, was du sagst. Unless you want to get punched in the face. What is it with you, Ahau? Why are you so incapable Ahau. of being nice? Wieso wird da Ajav geschrieben, aber Ahau ausgesprochen? Ich hasse sowas. Ich meine, es gibt bestimmt ein bisschen Grund dafür, aber meine Fresse, wieso steht denn nicht Ahau? Also A-H-A-O oder U. Dann wird's halt Sinn machen, wie in der Aussprache. Wieso sowas hätten sie eindeutschen können. Aber nein, da machen sie es nicht, wo es Sinn macht. Stattdessen ändern die komplette Namen manchmal.
Oh, gefällt mir das. Ein mickriger Sieg und schon steckt euch alles zu Kopf. Ihr werdet längst Hackfleisch, wenn der allmächtige Drachen fürs Kuhul nicht so heldenhaft gehandelt hätte. In Ordnung. Ehre, wem Ehre gebührt. Hier, ein paar Weintrauben für den Mühen. Behandle mich nicht wie ein Papagei. Hier steht es um die Nachkommen der Baumkrone des Kollektiv der Fülle. Die Boten sind am schlimmsten betroffen. Ich rechne mit, dass es Nattland noch einige Zeit an Verzögerung bei Lieferung geben wird. Aber glücklicherweise haben sich viele bereit erklärt, in Teilzeit mitzuhelfen. Das würde die Situation etwas erleichtern. Könnt ihr euch vorstellen, wenn sowas in Deutschland passieren würde? Kein Arsch würde helfen wollen. Kein Arsch! The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point, so they didn't have as many monsters to deal with. From what I hear, das macht Sinn. they got off relatively unscathed. But it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she did. That's good to hear. Die Frau ist einfach super Also, sweet. it ends well. Na, wer hätte das denn gedacht? Die sind ziemlich lecker. Oh, Dina, noch ein paar Trauben, aber Dalli. Wie du wünschst, Polly. Okay, ihr drei. You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost. Nein, Xylon, das nennt sich Plot Armor. Kachina hat so viel Plot Armor bekommen in den ersten 1, 2, nee, was war das zweite Kapitel? Ich glaube, es war 1 und 2, ne? Erstes Kapitel war, glaube ich, bis zur Arena und dann zweites Kapitel war dieses ganze Nachtkönigreich-Mist, ne? Jedenfalls, der hat da so viel Plot Armor bekommen, natürlich hat ihn selbstbewusst Schub bekommen. Die hat mitgekriegt, warte, ich bin wichtig für die Story, also kann ich jetzt selbstbewusst sein. Tja, immerhin. Nein, ich wollte nur einen Teil dazu beitragen. I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. They said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. Same situation for the Children of Echoes. Trotzdem ist es so traurig, dass einige Leute nicht durch die Ode der Auferstehung gerettet werden konnten. Ich glaube, ich würde gern Kerzen herstellen und eine Mahnwache für sie abhalten, wenn ich nach Hause komme. Oh, that's a great idea. Let's do it together. Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. An age of unprecedented peace. Aber so wie das klingt, könnte 5.2 wieder Storyfinale werden. Kann das sein? Ich finde ja gar nicht toll, wenn das der Fall ist. Also, mehr Story immer her damit, aber ich finde es halt blöd, wenn die Story immer so schnell abgearbeitet wird. Und dann haben wir sechs Updates, wo kaum was passiert. Und es fühlt sich so an, als könnte das auch hier wieder so werden. Ich hoffe nicht. Aber es fühlt sich so an, dass vielleicht im nächsten Update oder spätestens 5.3 Ende im Gelände ist. Für die Hauptstory zumindest erstmal wieder. Das finde ich super schade. Die sollten das immer bis zum Ende durchziehen, finde ich. Das fühlt sich dann immer so leer an, alles. Nach dem Hauptupdates. Ne, I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. Yeah. You remind me of the princess. Similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. I hope you will see her soon. Hey, Auroran! How are the Masters of the Nightwind doing? Also so wenig, wie Capitano sagt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er war ein richtig niedriges Mitglied von den Truppen von Kanria. Was ich aber bei seinem Power-Level nicht glauben kann. Der muss doch mindestens ein Kommandant oder sowas gewesen sein, oder? Das bedeutet, es ist eher zweitens, dass er uns keine Information geben will. Der Mann lügt uns an, aus welchem Grund auch immer. Er wurde doch von ihm Kommandant genannt. Ja, eben. Also, ich meine ja, ne? Wir wissen also, dass er ein hochrangiges Mitglied war. Und trotzdem fühlt es sich so an, der ist halt so passiv gegenüber Daneslave und der Prinzessin. Obwohl er eigentlich quasi neben denen hätte stehen müssen, vom Rang her. Weißt du, was ich meine? Ja. Der weiß 100%ig mehr und der sagt uns nichts. Warum auch immer. Weil wenn er über die Prinzessin redet, der redet halt eher so darüber, wie, als wäre so ein entferntes Ding, das er vielleicht einmal im Jahr gesehen hat, bei irgendeiner Fest, weißt du? So als wäre so ein niedrigrangiger Soldat gewesen. Und bei Daneslave hat es selber, aber Daneslave war ja Teil der königlichen Wache oder so ein Scheiß, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ja. Das heißt, die müssten eigentlich direkte Kollegen gewesen sein. Ich glaube, der Mann lügt uns einfach an. Die Frage ist, warum? Granny Sealolly's been there the whole time, and she's a tough one. Warum will er uns nichts sagen?
Oder er erinnert sich nicht, das ist auch möglich. Weil wir wissen ja, wegen dem ganzen Unsterblichkeitsscheiß, da ist jetzt ja problematisch mit den Erinnerungen, haben wir mitgekriegt. Das könnte auch eine Antwort sein, aber die würde ich ein bisschen langweilig finden. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. I should probably head back so I can pitch in. Do you need support from the Fatui? Probably not. There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your comrade's presence a little distressing. Ich finde aber toll, wie Capitano drauf ist. Der ist halt wirklich ein Militärgeneral. Der geht die Sache professionell an. Das finde ich toll. Und das ist halt gefühlt der Erste, der halt wirklich Konversation als Hauptmittel benutzt hat. Right, because often they look like Okay, a bunch of alle intimidating Kino auch, thugs. fairerweise. Die halt auch gleich gleich Fontaine geholfen. Also scheinbar die höheren Mitglieder sind deutlich professioneller. Anders als Child und Signora und Scaramouche, die halt erst schlagen, dann fragen. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. I'm still somewhat in disbelief that a united people prevailed against the Abyss. Oh, das muss ihn ein bisschen abfacken, wa? Wenn man bedenkt, was mit Canria passiert ist. Aber bei Canria war das ja deutlich schlimmer, soweit wir wissen. Do I sense some regret in your words? A degree of regret is inevitable. But above all, I feel profound admiration. Capitano ist echt cool. Ich hoffe wirklich, dass er spielbar wird und dass ich ihn bekomme. Das Hauptproblem ist halt, er scheint halt Eiskräfte zu haben. Und da bin ich halt so 50-50, weil Eischarakter bisher waren immer relativ enttäuschend, weil Gefrieren ist halt nicht sonderlich gut. Und wir haben ja gesehen, dass er ein Eisschwert benutzt. Also, na, wer weiß, ne? Ich werde ihn definitiv holen, aber wenn. Welcome. Ja, wie geht's dir? You seem a little out of sorts. Are Bist you du noch am just Abnippeln? tired or... Ich weiß gar nicht, war das jetzt schon diese Kraft des Todes, die sie aktiviert hat, oder kommt das erst noch? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Hat eigentlich Natland hat jemand stretching out den below me. echten Himmel eigentlich gerade gesehen? People Oder wurde das nur für everywhere, den Spieler gemacht? giving everything they had for a chance at victory. Weil so groß wie das Loch gewesen sein sollte, müsste es eigentlich jeder gesehen haben. Obwohl, nee, die Staubwolke vielleicht nicht. Also maximal vielleicht mal Vuika hat's gesehen. Und wir, weil wir haben ja, glaube ich, so komisch dahin geguckt. I just... If only I'd been quicker. Maybe they wouldn't have... Man hatte gerne Koichi. Vorwürfe. Maybe she'd still... Vorwürfe. Ja, vielleicht wäre es noch, aber... I'm sorry. Now is not the time for that. Fruit juice, right? Make it a large? Wir sind jetzt vorbei, das ist doch schon mal was. True. My 500-year plan has almost come to fruition. Just one last step to go. Namely, my final So, battle dann ist der against the Kampf gegen den Abyss. Abgrund. But battle is second nature to me, so I'm not feeling a huge amount of pressure. Macht Sinn, die hat sich jetzt quasi 500 Jahre darauf vorbereitet, in den Tod zu gehen. Also, ich denke mal, die hat sich damit schon abgefunden. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch. Lucifer, was würdest du besser finden? you Wenn wir always mal gonna Vuikas have that kind of Tod power verhindern from now oder wenn es wirklich passiert? Unter den Arkon würden sie niemals töten. Ja, aber ich glaube, um die Story wirklich gut abrunden zu lassen, wäre es eine gute Entscheidung. Nicht unbedingt die beste, das ist schwer zu sagen, aber ich finde schon, dass es passend wäre. Wenn es halt, weil wir haben jetzt Opfer gehabt, aber das einzige Opfer, was wirklich wehgetan hat, war halt Chio, ne? Die Schwester von Shaska. Deshalb, ja. Es wäre passend. Ich sage nicht, dass ich es bevorzugen würde, weil ich mag keine Tragödien. Tragödien sind nicht mein Ding. Ich bin eher der Happy End Guy. Oder der offene Ende Guy. Wobei offene Ende kommt halt drauf an, wie sie es strukturiert haben. Aber in diesem Fall würde es schon klappen. Weil ich habe halt Angst, dass wir da hingehen und dann sind wir plötzlich der Schlüssel zu allem und können sie einfach am Leben halten oder so. Das wäre ein bisschen billig, finde ich, weißt du? Davor habe ich halt Angst. Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to handle it. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary.
From now on, it's back to ancient name-bearers only. Ich denke mal, der Krieg der Nachtwächter ist in nächster Zeit Correct. vorbei. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all goes to plan. Ja, ich glaube nicht, dass alles nach Plan peace. läuft. Ich glaube, da wird noch alles kaputt gehen. Aber ich wäre jetzt tatsächlich ich glaube tatsächlich, dass wir keine Konfrontation mit Capitano haben werden. So wie sich die Story entwickelt. Es fühlt sich nicht so an, als würde Capitano hier zur Gefahr werden später. Es kann sich noch ändern, aber es fühlt sich eher so an, als würde das eher wie mit Allekino enden. Weißt du, wo Allekino eher so eine Nebenrolle spielt. Jo. Es fühlt sich nicht so an, als würde der sich jetzt hier zum Antagonisten entwickeln. We've had centuries Wer weiß, of war vielleicht with kommt the das noch, Abyss, wenn and halt die it's Scheiße high vorbei ist und time dann we will er brought halt that chapter to das a Gnosis close. bekommen oder so. Weil die Story kann halt nicht fortschreiten, wenn das Feuergnosis nicht abhanden kommt, weißt du? Das heißt, irgendwie muss es ja passieren. Entweder stirbt sie und Capitano kriegt das Gnosis und gibt es dann weiter. Oder sie gibt es ihm als Dankeschön, weil er keine Ahnung was tut am Ende. Oder er entfacht sich halt wirklich als Antagonist am Ende. Anyway, Mal sehen, wie sie das there's handhaben. something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too. So, oder er ist bei fought dem many Kampf dabei powerful foes. und kurz bevor sie hops geht, rettet ihr den Arsch und als Dankeschön. Ja, meinte ich Dass ja gerade, ne? Sowas in der Richtung. Oder wer weiß, vielleicht wird er zum nächsten Feuerakon oder so ein Scheiß, wer weiß. In this war, Ich hab keine you Ahnung. were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? Ich kann so ruhigen Gewissens auf meine Reise zurückblicken. Es würde mir echt wehtun, wenn ich nichts getan hätte. A clear conscience. Great answer. That's how life should be lived. Ich würde wahrscheinlich To the auch so fullest, reagieren. Ich hätte, with no regrets. wenn du der Hauptcharakter wärst, hättest du der Nation geholfen oder wärst du gegangen? Wenn ich da zu Besuch bin, wieso soll ich da nicht helfen? Ich denke, das würde ich auch so tun. Es geht hier halt nicht darum, um moralische Antwort oder ethische oder sowas, sondern eher ums Prinzip. Man will halt nicht zurückblicken und dann sagen, ich habe gar nichts getan. Ich denke, das würde mir am meisten wehtun. Nicht so die Tode oder sowas oder ne, der Krieg. Eher so die Tatsache, dass ich nichts getan habe und einfach gegangen bin. Ich glaube, das würde mir am meisten schmerzen. What I'm really trying to say is, Deshalb, ich bin da sehr I would passiv love bei for solchen you, Sachen. with your wie extraordinary Gut talent und and your Böse und sense of dergleichen. justice, to join me Aber in da this bin final ich step. durchaus. You and I together, finally putting an end to the ever-looming threat of the Abyss. Yo. But I also don't want to take advantage of your good nature and Es könnte auch readiness sein, to dass help wir der nächste others. Feuerakon werden. The final battle Theoretisch, will ne? be very dangerous, and Und you dann have the tragen rest wir of das your Gnosis journey to quasi zu consider. Zariza. Ob wir es wollen oder nicht. Das wäre eine interessante Art und Weise, wie sich die Story entwickelt. Weil wir der Einzige sind, der mit Mavuika da unten ist. Gibt ihr uns das Ding? Wir werden zum Feuerakon. Wenn das überhaupt möglich ist, das wäre auch eine interessante Sache. Ich glaube eher weniger, weil das würde sich komisch anfühlen, wenn der Arkon wir sind und wir einfach gehen. Aber in der Theorie. Vielleicht nur kurz, wer weiß. I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. Ich nehme mal an, diese finale Schlacht wird erst im nächsten Update kommen. Aber mal sehen. Wer weiß, vielleicht sind wir jetzt erst zur Hälfte durch. Das wäre witzig. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das war's. So, geht's zur Kammer des Sprechers. So, ich habe mich schon hingelegt. Ne? Jetzt soll ich zum Kammer des Sprechers gehen. Pui. Ja, von der Länge her auf jeden Fall bisher relativ stark. Ich würde mich wundern, wenn es jetzt nicht vorbei ist. Ich meine, ist möglich, aber unwahrscheinlich, ne? Wobei eigentlich nicht, weil es ist ja immer historisch so gewesen, dass die Abschlüsse von diesen Questreihen, die sind immer ewig in die Länge gezogen. Ne? Oh,
Okay, wenn du dich dahin portest, beginnt die Cutscene sofort. Ich bin nämlich jetzt direkt in der Cutscene, du. Hey, Traveler, Also, climb okay. on. There you are. I've been looking all Bist du over auch schon for in der you. Cutscene, damit wir auf selben Pfad sind? Zitlali hat mich gerade angequatscht. Hey, da seid ihr. Oh, sorry, da ist was rausgerutscht, mein Rülpser. Porte ich einfach hin und dann hat sich die Sache. Bin ich auch dabei. Okay, hat Zitlali auch schon gesagt, ey, da seid ihr. Ja. Gut, nein, ich habe schon überall Oh, noch hey, was gesehen. Lolly. What's up? Listen up. I have something really important to tell you. Ich bin schwanger. Was hat Iseki gemacht, als ich besoffen war? Schnell teilt Zitlali ihre Besorgnis über den Tod von was? Wer ist tot? Are you serious? Ach so, die Mavuika-Kacke, dass Mavuika abnippeln muss. Also, das war gerade wieder zu schnell, ey. Ich habe nicht mal den Namen lesen können von ihr, also muss Mavuika trotzdem sterben. Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. Wir müssen dir also den Preis für sie bezahlen auf irgendeine Weise. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. But Na, ich meine, wenn der Herrscher des Todes. Wie hieß die? Rivero? Irgendwie so ähnlich, ne? Ich habe schon wieder vergessen, sorry. Wenn das wirklich der Gott vom Anfang ist, dann ist die ja wahrscheinlich gerade inaktiv. Weil sobald wir wissen, hat die sich ja schon seit 500 Jahren nicht mehr bewegt. Also es kann gut sein, dass die vielleicht nicht mal da ist. So, wisst ihr? Also vielleicht deswegen würde sie... even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone. Ich schau mal, was ich tun kann. Wenn der Plot es mir befiehlt, dann werde ich sie retten können. Okay, good. That makes me feel a little better. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. Ich denke mal, es würde nichts ändern, selbst wenn wir das ihr sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das weiß und erwartet. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power. But if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Mum's the word. All right, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned drink. Ich stimme zu, Zelali. Auf dich. Go easy, though. Yeah? Na, all in. Don't worry, I said a drink. That means just one. Genau, ein Schlückchen, das heißt nur eins, ne? Ein Kasten. Ein Fass. Das ist so eins, ne? Oder? Ein Kasten oder ein Fass ist doch auch eins. Ein Schlückchen, oder? Sehe ich falsch. Okay, was jetzt? Was passiert jetzt noch? All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, doch. Die ollen Typen vom Windclan da. Die können das doch. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made the shot. Oh, jetzt ist eine Schützin, Alter. The science of the canopy raises Ihre Ulti einfach eine AK-47 und den Ball so einfach alle weg. Maybe you really will be Pyro Archon one day. Okay, was ist denn dieses Ding hier? Ist das so das Mindscape vom Pyro Archon? Das ist ja dasselbe Zeichen, das er beschworen hat. Oder ist das das ist der Feuerthron vielleicht? I'm the first one of us to get an ancient name. Vielleicht sehen so die And it's not Freunde just aus. any ancient name, but Mollypo. Wendefeuer. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. Wer war ein Wendefeuer, Alter? Ich weiß es nicht mehr. Das war, glaube ich, der No need to scowl. Kinnitch, oder? You lost and I won. It's no big deal.
You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer up. I'll get my own ancient name soon enough. And it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. Was ist denn Ihr antiker What Name? ancient name could beat Das ist eine Molly gute from Frage, your oder? tribe? Hat jemand einen antiken Namen immer überhaupt noch? Weil nachdem sie Pyroakon gewonnen ist, ist der Pyroakon-Name ihr Ding geworden. Weil die hat ja ihren Namen gesagt, aber in der Cutscene. Ich hab's vergessen, sorry. Ich glaube, das war der Pyroakon, nicht Surely you don't mean Kiangozi? Kiangozi, Anführer. Ich weiß gar nicht, wissen wir, wie ihr Name ist? Ich glaube nicht, oder? That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon. Würde ich machen. But would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? Ich würde es machen, ich würde fragen. I heard Wer ist denn that ein the Pyro besserer Archon inherits the Sparring-Partner? knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. I can't help but feel a little worried. Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly, I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even if that job happens to be Archon. Na komm schon, noch eine Runde. Come on, one more round. After the darkness will come the dawn. No one fights alone. For Natlan! Look at the sky! It's getting brighter at last! We walk the righteous path, and the Pyro Archon will guide us. Hoffentlich. Sind wir beim letzten Mal, wo wir hier waren, auch bis zum Feuer gekommen? Ich glaube nicht, oder? Ich erinnere mich zumindest nicht. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. Ich glaube, es war aber nicht dieselbe Stimme wie aus dem Intro, oder? Ich meine, das ist 5 Jahre her, vielleicht ist ein anderer Synchronsprecher. Da werde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Ich weiß immer noch nicht, ob Herrscher des Todes und die von Anfang dieselbe Person sind. Aber ich meine, der Herrscher der Nacht hat das gesagt. Also. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargaining table. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. For only then can the price be paid.
Those are the rules. Mine is a nation that will not yield to the Abyss. And it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of. Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do as I please as you might think. Okay, sie ist also einer der 4. Then what do you propose? Ich denke mal, so ist das gemeint. Übersetzungen machen es manchmal echt schwer. Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Xbalanque stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? Ich will das Geschenk des Herrschers der Nacht empfangen. I'm surprised she was willing to help you. And by extension, me. I'm very grateful to her. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the travelers still need one by this point? Sie will, dass wir That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. Und Paimon aus irgendeinem Grund. Was nie erwähnt wird. Genauso wie die Tatsache, dass sie die einzigste Art von Lebensform ist ihrer Art. Kein Lebewesen in Teyvat, nicht mal die verdammten Biologen, haben das jemals gefragt, ne? Was für eine Lebensform Paimon ist. Was für mich sehr stark darauf hindeutet, dass irgendwas hier komisch ist. Weil niemand reagiert darauf, wie komisch Paimon ist. Ne? Ihre ganzen Kräfte und so. Vor allem ihre Immunität gegen alles. Wortwörtlich. Nichts kann ihr was anhaben. Ansonsten wäre sie schon 1000-mal draufgegangen. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. Funktioniert die Ode der Auferstehung wieder? Not completely. Nicht gänzlich. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. Gut, dann werde ich dir die Schlacht helfen. Haben wir Angst abzunippeln? Warum jetzt plötzlich? Na gut. Whoa. Are we forgetting something here? What about Paimon? Du wirst zurückbleiben müssen. Bullshit, Paimon war bisher immer immun. What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. Okay. If you two go there together, ich call Bullshit. They'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Ich call Bullshit. Sowas ist schon 1000-mal passiert. Paimon wurde noch nie als Ziel genommen und war noch nie von irgendwelchen Kräften beeinflusst. Das ist Bullshit. Aber ich lasse das jetzt mal. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. Sicher. What will you do without me? Ich werde ein totales Wrack sein, so viel ist sicher. Warum gibt es hier keine scheiß dritte Antwort, wo ich sagen kann, ich brauche dich eh nicht. Sowas hasse ich, Alter. Als ob die irgendwie für uns brauchbar wäre. Ach, Mann. Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass wir für längere Zeit wirklich von Paimon getrennt sind. I greatly appreciate it.
Weil die Lore ist ja, dass sie wirklich da ist, die ganze Zeit. Ne? Nur halt, die ist halt nicht sichtbar, aber sie ist ja immer dabei. Da muss man sich vorstellen, dass sie immer neben uns herfliegt. Long into the future, until the end of time. If you have any other questions, please ask away. As I've said, if you have any other questions, please ask away. The work of rebuilding is underway, and people are flocking to join the effort. With everyone rallying together, I'm sure it won't be long before there's no trace left of the damage done by this war. The healing process, on the other hand, that's a bigger obstacle to overcome. Many are grieving, and there's simply no replacing the ones we lost. As the sun rises once more and we rediscover the ability to believe in the future, we must never forget their sacrifice. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Mit den trügerischen Himmel und die seltsamen Fragmente. Na gut. False sky. I have heard this expression before, but I think this was the first proof of its existence. Der erste Beweis. Ich denke, Beweis für seine Existenz ist ein bisschen Untertreibung. Du hast die wortwörtlich zerrissen und das verdammte All gesehen. Und das sah nicht sehr hübsch aus. Übrigens, die Tatsache, dass der falsche Himmel, dass dahinter kein echter Himmel ist, bedeutet, dass das Teyvat hat keine Atmosphäre. Das ist ohne den falschen Himmel wäre es ein toter Planet. Das heißt, die himmlische Ordnung ist deutlich wichtiger für die Welt als gedacht. Weil es gibt keinen echten Himmel, wie wir gerade gesehen haben. Scheinbar. Es gibt keine Atmosphäre dahinter. Ohne der falsche Himmel, ohne die himmlische Ordnung, würde alles sterben. Instant. Das muss man sich mal eigentlich vor Augen führen, was das für Konsequenzen mit sich führt. Das heißt, die himmlische Ordnung ist sehr wichtig. Und natürlich bedeutet auch die Frage, was ist mit dem echten Himmel passiert? Oder gab es überhaupt jemals einen? Weil soweit wir wissen, war ja vor der himmlischen Ordnung, waren ja die Drachenkönige. Aber wie war das denn unter denen? Haben die vielleicht auf einem Planeten gelebt ohne Atmosphäre? Oder ist die Atmosphäre durch irgendwas zerstört worden? I think there's a lot of investigating to be done to understand what the fragments behind the sky are and why they were hidden in the first place. However, from what the Adventurers Guild tells me, neither the split sky phenomenon nor the fragments have ever been observed in any other nation. Na, ich denke mal, noch nie hat jemand die Kraft von dem verdammten Herrscher kanalisiert und den Himmel kaputt geschrottet. Also ich denke mal, es macht schon Sinn, dass das noch nie passiert ist. My guess is that the Heavenly Principles wants them kept a secret. I just hope they don't cause me any trouble over it. Ich denke, die hätten das schon gemacht, wenn es Probleme geben würde. Obwohl wir wissen halt wirklich nicht, was da oben abgeht. Niemand hat bisher reagiert. Und da scheint es ja ein paar zu geben, die da abhängen. Selbst wenn einer von denen jetzt ausgenockt wurde oder so. Ne? Ich meine, die namenlose Göttin, die jetzt vielleicht die Göttin des Todes ist oder eben nicht, wir wissen es nicht, ich bin mir nicht sicher. Die Dialoge hier deuten auf beides hin, dass es dieselbe Person ist oder eben nicht. Deswegen, ich halte das jetzt mal in Anführungsstrichen, ob es nun dieselbe ist. Oder mit einem Fragezeichen besser gesagt. Irgendwie muss ja mit ihr was passiert sein. Weil die hat uns ja gefangen genommen. Beide Geschwister. Ne? Irgendwie müssen wir ja wieder frei geworden sein. Oh, you should be fine. We did something much crazier back in Das ist gut möglich, dass einer von denen tot, ausgenockt oder sonst was ist. Wer weiß. Well, that's good to know. Anyway, the line I'm going with for the masses is astronomical anomaly. And I don't expect much of a backlash. Meanwhile, we can look into it at our own pace. As I've said, if you have any other questions, please ask. That wasn't their souls we saw, but a snapshot of them in time. All the work of the ancient name engravers 500 years ago, who made some special modifications to their names. Their souls returned to the Night Kingdom long ago, and will have been reborn in Natland since, albeit in a different form. For all we know, they may have already lived many new lives by now, and so werden sie, even though we will never meet again, they will always be by our side in one way or another. I think that gives another layer of meaning to the phrase "no one fights alone." As I've said, if you have any other questions, please. We have a temporary alliance.
But I can tell that saving Natlan is not his only goal. Yep, das genau. Yeah, Paimon still doesn't get why saving Natlan would be so important to him in the first place. Unless he's just a good guy who wants to avoid another Khaenri'ah. But somehow Paimon doubts it's that simple. Ich auch. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist. I wouldn't worry too much. Based on all the interactions we've had with him and knowing more about his background, I have a lot of respect for him. I don't think he has any ill intentions. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass er uns sonderlich friedlich gesinnt ist. Ich denke mal, der wird wirklich das Gnosis einfordern, früher oder später, auf irgendeine Weise auch immer. Now, we should focus on the final battle. As I've said, if you have any other questions... Keine weiteren Fragen. Verlasse die Kammer. Ich hatte gerade noch eine Standardbeschwörung gehabt. The Outlander with deep ties to this land returns. And this time, he is alone. Was wolltest du gerade sagen? Ich hatte gerade eine Standardbeschwörung gemacht, hab 5 Sterne-Waffe gekriegt. Wann? Katalysator. Ja, warten. Gebete der 4 Winde. Also, ja, ich glaube, hattest du das schon? Nee, okay. Vom Katalysator so, hatte ich also so Akrit, das heißt nicht mal so schlecht. Na ja, gut, machen wir weiter hier. So, der Fremde mit der tiefen Verbundenheit zu diesem Land kehrt zurück und dieses Mal The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the ruler of death. From what I know of her rules, she will demand death in return. Und will Capitano sie retten? How do you know of this? I see. So, the ruler of death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. Interessant. Will sie retten oder will er es ausnutzen? Das ist, denke ich, die Frage. Der zum Brennen bestimmte Regenbogen. Akt 4 vorbei! Meine Fresse! War das viel Arbeit. Es war wieder mal länger als erwartet. Vergiss nicht, die 500 Kristalle einzusammeln, ne? Hab ich schon alle gemacht. Du kleine Sau, du. Meine Fresse. Möge der Weihab dir Frieden schenken und mögen die Liebe dein Leben erklingen. Es folgt eine lange Liste mit den Namen der Verstorbenen. Weihab, wir danken für das Geschenk deines Lebens in dem unseren. Amen. Es war die beste Quest und die erste, die ich wirklich gut fand in Natlan. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was die Story noch mit sich führt. Ich weiß nicht, ob das nächste Update, also 5.2 wäre das dann, schon das Finale der Hauptstory ist. Ich hoffe nicht. Das wäre viel zu früh wieder. Und ja, viele Sachen wurden bestätigt. Also, ne, der falsche Himmel, ich meine, dass das eine Tatsache ist, wussten wir seit 1.0 oder 1.1. Ne? Scaramouche und so. Und natürlich, ja, der Gott des Todes. Scheinbar hat Capitano mit der was zu tun. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das und die komische Götter vom Anfang dieselben sind. Die Nachtkönigin Tussi da, die Stimme halt, die sagt es. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dieselbe Person ist oder ob das nur blöd übersetzt wurde oder so. Weil ich nehme es mal an. Weil kein anderer Gott von Celestia wurde uns bisher vorgestellt. Lucifer, wie fandest du die Quest? Wie gesagt, fand ich diesmal interessant, um ehrlich zu sein. Ja, definitiv. Ich fand sie ziemlich gut tatsächlich. Tja. Das einzigste Manko, was ich habe. 2 Dinge, die ich nicht mochte. Erstens, dass es die 4. Quest war und nicht die erste. Ne, die hätten jetzt nicht 3... Also die anderen Quests sind im Vergleich viel zu schlechter gewesen. Und der zweite Minuspunkt, den ich fand, ist, dass der Krieg in Anführungsstrichen schon endet. Das war viel zu kurzer Konflikt. Genau wie ich mir damals gestellt habe, dass das mit der Flutwelle sofort weg war. In Fontaine.
Ich finde, permanente Konsequenzen sind ein wichtiger Bestandteil für die Sache. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ich meine, ich verstehe natürlich, wieso sie das nicht machen. Weil die müssen dann eine komplette neue Map machen, die dann quasi die echte Map ersetzt. Bis du halt die nächste Story-Quest machst. Und ja, ist ja bestimmt viel Arbeit, aber ich finde, wenn man Milliarden mit dem Spiel macht, dann kann man es schon erwarten, oder nicht? Das fand ich schade, weil diese Kriegsmap, die wir hatten, die war eine gute Idee, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Dass es jetzt schon vorbei ist, ist eigentlich schade. So, wir müssen jetzt, also nicht mehr heute natürlich, aber wir müssen jetzt viele Sachen tun. Wir müssen die Map mehr erkunden, damit ich diese Kristalle hier noch bekomme. Was müssen wir dafür machen? Ich muss 60-80%. Ja, ich muss mehr von Natlan erkunden. Und ich muss Auftrag zwischen Versprechen und Vergessen. Schließe andere Aufträge machen. Weltauftrag in Natlan. Okay. Ich denke mal, das ist irgendeine Weltquest, die schon angezeigt werden auf der Karte. Ne? Sowas wie das da. Also darum machen wir keine Sorgen. Ja, wir müssen endlich mal Natlan fertig hauen, du Sack. Jo. Ich würde sagen, denn, ne? Aber das Problem ist, dass Wuthering Waves hat jetzt vor kurzem wieder neue Quests bekommen und so, das müssen wir machen. Starry steht jetzt vor der Tür und das gibt es nicht nur eine neue Hauptquest und ein neues Event, was, glaube ich, heute erst rausgekommen ist. Beides mit Rapper. Das müssen wir noch machen. Und den neue Universum müssen wir da auch noch machen. Und dann noch Dings. Aber wir müssen auf jeden Fall mehr Genshin machen, damit ich endlich mal hinterherkomme mit dem ganzen Mist. Ich meine, wir haben immer noch nicht Chlorins Quest gemacht. Immer noch nicht. Bis zu diesem Tag noch nicht. Also, ne? Wir müssen da vielleicht mal ein bisschen hin machen. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Heute ist Freitag, ne? Achso, die Oma, die findest du im... Was für eine Oma? Na, hier ist Citali, oder wie die jetzt heißt. Citlali. Wo? Was? Ja, genau. Die findest du? Die im Gasthaus. Stinkbesoffen auf dem Stuhl sitzen. Ach, es gibt endlich mal Charakter, die auch mal da sind und nicht nur verschwunden, wenn die Cutscenes vorbei sind? Die sagt zwar nicht wirklich viel. Ich vergesse jedes Mal, wie man nach oben kommt, Alter. Wo ist denn die Scheißtreppe? Ich habe keine Ahnung. Wo ich die anderen finde, weiß ich nicht. Ich guck jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt finden kann. Weißt du? Aber es ist also genauso, wie wir erwartet hatten, ne? Dass sie nur ein Schlückchen hatte. Im Gasthaus sollte es sein. Wo denn? Oben? Ja, unten, kurz bevor du das Gasthaus zu der anderen Dings da bumst da. Achso, nicht das eigentliche Gasthaus, wo du immer pennen gehst. Genau, das nicht das andere. Achso, okay, dann gleich zu vorstellen. Das Vorgasthaus quasi. Ah, da hinten. Sidlalili. Die erzählt richtig viel. Wow. Wir kriegen ein Schnarchen. Für alle Schnarch-Fetischisten? Gibt es eigentlich einen Fetisch für Schnarchgeräusche? Bestimmt, oder? Bestimmt gibt's sowas. Kann ich mir vorstellen. Naja, sei es drum. Ich denke, wir belassen es dabei. Es ist schon spät, es ist schon nach Nulle. Heute ist Samstag. Das heißt, heute Minecraft, morgen Wukong und dann Montag geht's vielleicht weiter mit Genshin. Oder Wuthering Waves. Oder Honkai Star Rail. Eins von den dreien. Das entscheide ich noch spontan. Aber sonst ist ja wie immer, ne? Immer im Wechsel. Wukong und dann Genshin und Co. Und dann wieder Wukong. Bis Wukong vorbei ist und dann fängt das an. Also alle 2 Tage. So, wenn sich nichts ändert. Ich verabschiede mich und du hoffentlich auch. Jo, ja, verabschiede mich auch. Wunderbar. Es war eine Freude und wir sehen uns dann bei der nächsten Sache. Ich weiß gar nicht, was wir da machen. Wahrscheinlich das Event, oder? Das Snyder Geburtstagsevent. Weil das ist timed. Der andere Scheiß ist ja eh nicht getimed.
Außer halt Natlaner Erkundung, aber da haben wir 66 Tage. Warte, 66 Tage? Das ist doch länger, als das Update selber ist, oder? Das heißt, das geht noch bis zum nächsten Update, wenn ich es richtig sehe. Kann es sein, dass wir immer noch keine neue Map bekommen von Natlan im nächsten Update? So wie das klingt. Oder? Kann sein, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Naja. Aber ich weiß ja nicht, was sie planen mit der Hauptstory. Weil wird es wirklich einfach enden, wenn wir Nachtkönigreich kaputt haben? Oder fängt dann Part 2 an, quasi? Wisst ihr? Weil es fühlt sich, ich meine, es fühlt sich so schnell an. Das klingt komisch, aber es kann doch noch nicht zu Ende sein, wenn wir da runterstiefeln, dem Abgrund in die Eier hauen und dann ist vorbei, oder? Da muss noch danach was kommen. Da ist noch irgendwas. Also eine Möglichkeit ist natürlich, dass Capitano dann einfach die Zähne zeigt, ne? Und dann haben wir Capitano-Kapitel oder schon so ein Scheiß. Und Mavuika ist dann vielleicht beim Abnippeln und kann nicht helfen oder was auch immer. Aber da muss noch was kommen. Ich weiß nicht, das klingt... Ich meine, es ist jetzt nichts Neues, dass die Story so schnell abgeschlossen wird. Die war eigentlich immer in dem 2. oder 3. Update schon vorbei, ne? Meistens. Ich glaube, Fontaine war auch in 4.3, war das letzte Fontaine-Hauptstory-Ding. Und dann erst wieder in 4.6 oder so, das mit Dance Life. Und dann mehr Story haben wir nicht bekommen in dem ganzen Fontaine-Ding. Also ernsthafte Story. Natürlich gibt es noch hier und da ein paar wichtige Storyplots, die vielleicht in Events waren oder so, aber ich meine jetzt halt wichtige Story. Ich will nicht, dass sie das wieder machen. Ich will, dass sie das komplett durchziehen, aber es wirkt sich nicht so an. Was ich halt Angst habe, und darauf scheint es hinauszulaufen, ist, dass wir jetzt die ganze Natlan-Story abschließen und dann kriegen wir erst die ganzen restlichen Natlan-Gebiete. Uns fehlen ja noch 3, oder nicht? Die 3 letzten Sklane. Also 3 neue Gebiete von Natlan oder halt eins mit allen 3 Dingern. Und ich weiß nicht, wie wollen sie das denn füllen, wenn der Hauptplot schon vorbei ist? Oder geht's denn weiter? Ich habe keine Ahnung, was die planen. Ich hoffe nur Gutes. Und ich hoffe, dass die englischen Synchronsprecher ihren Willen bekommen oder was auch immer. Damit ich nicht auf Japanisch stellen muss. Ich meine, nichts gegen Japanisch, aber ich bevorzuge Englisch. Ja. Auf jeden Fall beim nächsten Mal Natlan erkunden und, denke ich, dieses Event hier. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Jo. Also farbige Ode von Streuseln und Rosen. Dann gehen wir mal nach Sumero zurück. Und haben wahrscheinlich... Ich sehe schon, komm, ich werde sehr viel lesen müssen. Ne? Weil sobald ich weiß, ist dann wahrscheinlich gar nichts mehr vertont. Ich werde meinen Spaß haben. Ich sollte Synchronsprecher werden, so viel wie ich labern muss, wa? Aber geht ja nicht mehr, weil die kriegen ja scheinbar keinen Job mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.